Gewichtsklassen im Boxen. Eine Regelung, die seit 1909 nicht nur die Fairness der Kämpfe gewährleisten, sondern auch das gesundheitliche Risiko für die Athleten vermindern soll. Während sich die meisten Boxer in ihrer gesamten Karriere an diese Limits halten und selten die Grenzen überschreiten, gibt es einige ganz besondere Athleten, die sich selbst immer wieder aufs Neue herausfordern und im Gewicht aufsteigen, um sich größeren Gegnern zu stellen. Nur wenige davon waren in der Vergangenheit auf diesem Weg erfolgreich und noch weniger schafften es sogar mehrmals im Gewicht aufzusteigen und Weltmeister zu werden. Zu diesen besonderen Athleten gehören unter anderem Boxer wie Floyd Mayweather, Roy Jones Jr., Sugar Ray Leonard und an der Spitze dieser Liste Manny Pacquiao, der unglaublicherweise in 8 verschiedenen Gewichtsklassen Weltmeister wurde. Ein Mann ist auf dem Weg, seinen Namen ebenfalls in diese Liste der Legenden einzureihen und somit herzlich willkommen zu Ring Life, präsentiert Canelo vs. Kovalev. Wenn dir das Video gefällt und du mehr spannenden Kampfsport-Content sehen willst, dann vergiss nicht, jetzt den Kanal zu abonnieren. Saúl Canelo Álvarez, der mexikanische Superstar, der bereits im Alter von 15 Jahren seine Laufbahn als Profiboxer begann, ist mittlerweile einer der größten Namen im Sport und wurde bislang in 55 Kämpfen nur einmal geschlagen und das von keinem geringeren als Hall of Fame Boxer Floyd Mayweather in ihrem Aufeinandertreffen am 14. September 2013. In den letzten 6 Jahren seit seiner Niederlage entwickelte er sich extrem weiter und machte deutlich, dass er gegen jeden kämpft, der sich ihm in den Weg stellt. Im Alter von 29 Jahren hat er bereits geschafft, Weltmeister im Halbmittel-, Mittel- und Supermittelgewicht zu werden. Doch Titelträger in 3 verschiedenen Gewichtsklassen zu sein reicht ihm noch nicht und so will er sich am 2. November 2019 seinem bislang wohl gefährlichsten Gegner und WBO-Weltmeister im Halbschwergewicht Sergey Kovalev stellen, um seinen 4. Titel zu fordern. Dass Canelo Álvarez ein absolutes Ausnahmetalent im Boxen ist, kann keiner bestreiten. Seine boxerischen Fähigkeiten kombiniert mit der Gabe, sowohl harte Treffer auszuteilen als auch einzustecken, hat er in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis gestellt. Ganz besonders zuletzt in seinen 2 Kämpfen gegen das Mittelgewichtsmonster aus Kasachstan, Gennady Golovkin. Doch ist Sergey Kovalev vielleicht doch eine Nummer zu groß. Canelo Kovalev, who gets it? Last one, that's the last one. You know, Canelo might be stretching a little too far. You can't keep moving up in weight and keep fighting punchers, because one day you're gonna, you know, take a punch you can't handle. Radio Raheem. No, he wants to fight him at light heavy. That to me says, okay, that's a dangerous fight. Seine Größe, Reichweite und Schlagkraft im Zusammenspiel mit seiner kombinierten Amateur- und Profi-Erfahrung von über 250 Kämpfen machen den russischen Boxer trotz seiner 36 Jahre immer noch zu einem der meistgefürchtetsten Halbschwergewichtsboxer aller Zeiten. Dass er 29 seiner 34 Siege durch K.O. beendete, zeigt deutlich, wie gefährlich seine Hände sind. Canelo, der den größten Teil seiner Karriere im Mittelgewicht bis 72,5 Kilogramm gekämpft hat, muss jetzt nicht nur 2 Gewichtsklassen aufsteigen, um das Limit von 79 Kilogramm zu erreichen, sondern wird am Abend des Kampfes auch einem Mann gegenübertreten, der als echter Halbschwergewichtler wohl eher rund 86 Kilogramm und somit nochmal ganze 7 Kilogramm mehr wiegen wird. In einem Sport, in dem durchschnittlich 13 Menschen im Jahr ihr Leben im Ring lassen, können solche Gewichts- und Schlagkraftunterschiede für den kleineren Boxer fatale Folgen haben. Und genau so kam es, dass am tragischen Abend des 5. Dezember 2011 Kovalev seinen damaligen Gegner Roman Simakov über 7 Runden derart mit harten Schlägen bearbeitete, dass er noch im Ring ins Koma verfiel und wenige Tage darauf verstarb. Vergleicht man die Statistiken beider Kämpfer, wird noch einmal deutlich, dass Kovalev bis auf sein Alter in jeder Hinsicht im Vorteil ist. Doch wenn man die Fähigkeiten beider vergleicht, wendet sich das Blatt wieder zugunsten von Canelo.
Denn er hat die bessere Beinarbeit, Kombinationen, Schläge zum Körper, Konterboxen, womöglich sogar das bessere Kinn von beiden. Allerdings stand er trotz seiner Kämpfe im Mittelgewicht mit starken Punchern wie Gennady Golovkin und Daniel Jacobs noch nie einem Mann im Halbschwergewicht gegenüber mit einer derart gewaltigen Schlagkraft, die es ihm ermöglicht, jeden Kampf mit einem Treffer zu beenden. Nach 2 aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Andre Ward und einer K.O.-Niederlage gegen Eleider Alvarez in den letzten 7 Kämpfen, könnte aber genau jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen sein, um einen verwundbaren Kovalev zu schlagen. Wird der Mexikaner seine Qualitäten als explosiver Konterboxer mit diesem zusätzlichen Gewicht beibehalten können, um sich mit der körperlichen Überlegenheit von Kovalev zu messen, oder wird ihn der präzise Jab und die vernichtende Rechte des Russen Stück für Stück zermürben? Nachdem Andre Ward in seinen 2 Siegen gezeigt hat, dass man Kovalev ausboxen und mit Körpertreffen bremsen kann, sollte sich Canelo genau an dieser Anleitung halten und seine Stärken in diesen Bereichen ausnutzen. Sollte er allerdings den Fehler machen und Kovalev aufgrund seines Alters unterschätzen, wird er sich in einer sehr unangenehmen Situation wiederfinden. Denn für den Russen ist das wohl eine der letzten Möglichkeiten in seiner Karriere, um auf dem Elite-Level zu zeigen, was er kann, und er wird diese Chance mit Sicherheit mit beiden Händen ergreifen. Wer auch immer an diesem Abend seinen Arm als Sieger in die Luft streckt, Canelo Alvarez hat sich durch diesen Kampf bereits den vollsten Respekt der ganzen Boxwelt gesichert. Und sollte er den Russen tatsächlich besiegen und damit seinen 4. Titel erlangen, geht er definitiv als einer der besten Boxer aller Zeiten in die Geschichte ein. Schalte am Sonntag, den 3. November ein und verpasse nicht mein Live-Reaction-Video zu diesem mit Spannung erwarteten Kampf zwischen Saul Canelo Alvarez und Sergey the Crusher Kovalev. Wenn dir das Video gefallen hat, denk dran, Ringlife jetzt zu abonnieren und einen Kommentar zu hinterlassen, und wir sehen uns dann im nächsten Video.